Ich bin von Katzenstein und in diesem Video geht es um das sogenannte lange Messer. Da ich bei meinen letzten Videos gemerkt habe, dass die Themen rund um Waffen und Ausrüstung aus dem Mittelalter viele von euch interessieren, werde ich in nächster Zeit wahrscheinlich noch weitere derartige Videos machen. Aber jetzt weiter zum langen Messer. Das lange Messer, Langmesser oder Bauernmesser genannt, war eine Hieb- und Stichwaffe aus dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit, besonders beliebt im deutschsprachigen Raum. Bei dieser Waffe handelt es sich um ein Schwert mit der Ästhetik eines gebräuchlichen Küchenmessers, daher auch der Name langes Messer. Die Klinge war meist einseitig geschliffen und der Griff wie bei einem Messer mit Holz oder manchmal auch mit Horn vernietet. Ein besonderes Detail des langen Messers ist der sogenannte Rüstnagel, der als Erweiterung der Parierstange dient und somit im Kampf zusätzliche Techniken ermöglicht. Die Klinge konnte leicht wie die eines gewöhnlichen Schwertes sein oder auch zur Spitze breiter werden, so wie bei einem Falchion. Häufig hört man, dass Schwerter im Mittelalter nur dem Adel vorbehalten waren und die gewöhnliche Bevölkerung keine Schwerter tragen durfte. Deshalb habe man ein Messer eben in einer Überlänge hergestellt, da dies ja kein Schwert sei. Ob dieser Mythos stimmt, bleibt allerdings umstritten, denn andere Quellen behaupten, dass die allgemeine Bevölkerung sogar verpflichtet war, Waffen und damit auch Schwerter zu tragen und darin ausgebildet sein musste. Viel wahrscheinlicher hingegen könnte die Tatsache sein, dass sich im Mittelalter Zünfte an strikte Vorgaben halten mussten. So durfte ein Messerschmied eben keine Waffen herstellen. Um dies zu umgehen, sollen die Schmiede ihre Messer einfach mit einer längeren Klinge hergestellt haben. Vom Prinzip her handelt es sich dann beim geschmiedeten Gegenstand immer noch um ein Messer. Es könnte auch sein, dass die Trennung zwischen Bürgern und Bauern eine Rolle spielte. Dabei war der Bürger zur Verteidigung der Stadt verpflichtet, ein Schwert zu tragen, entgegen dem Bauern, dem das untersagt wurde, und daher ein Messer mit Überlänge bei sich hatte. Der genaue Ursprung bleibt bis heute jedoch umstritten. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, woher das lange Messer stammte. Egal welche Wahrheit nun die richtige ist. Tatsache ist auf jeden Fall, dass das lange Messer nicht nur unter dem gewöhnlichen Volk, sondern irgendwann auch beim Adel beliebt wurde. Hierbei entstanden Messer mit reichlichen Verzierungen an der Parierstange und am Knauf, Horn statt Holz am Griff, häufig mehr Zierde statt praktischen Nutzen. Das lange Messer wurde dabei derart beliebt, dass sogar eine ganze Fechtkunst mit diesen Waffen entstand und mit einzigartigen Techniken wie mit dem Einsatz des Rüstnagels geübt wurde. Später entwickelte sich dann aus dem langen Messer das sogenannte Kriegsmesser oder auch großes Messer. Dies war dann die zweihändige Form des langen Messers. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr vom langen Messer haltet. Würdet ihr es einem gewöhnlichen Schwert vorziehen oder doch lieber beim Klassiker bleiben? Ich würde mich über eure Meinung freuen.